Hallo aus dem Saarland. In diesem Video zeige ich die bedeutendste Erhebung des Saarlandes. Wir steigen auf den Schaumberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Zugegeben, sonderlich hübsch ist der Schaumbergturm nicht, aber die Aussicht, die man von hier oben hat, wird alles wieder gut machen. Man kann mit dem Auto recht nah an das hier zu sehende Plateau auf dem Berg heranfahren und muss dann nur die letzten Meter hinaufgehen. Mit seinen 569 Metern ist der Schaumberg zwar nicht die höchste Stelle des Saarlandes, aber da das Umland im Landkreis St. Wendel sehr flach ist, fällt dieser Berg deutlich auf und wird deswegen auch gerne als Hausberg des Saarlandes bezeichnet. Er ist ein Kegelberg vulkanischen Ursprungs. Hier oben befinden sich Besiedlungsspuren aus den letzten 2000 Jahren, also auch noch aus der Zeit der Römer und der Kelten. Seit 1976 ist das Schaumbergplateau eine deutsch-französische Begegnungsstätte, zu deren Ehren auch im Turm ein Mahnmal errichtet wurde. Auf dem rund 38 Meter hohen Turm gibt es eine Aussichtsplattform, von der man weit über das Saarland bis in den Pfälzerwald, die Vogesen und den Hunsrück blicken kann. Gutes Wetter vorausgesetzt. Wer hier oben ist, der könnte auch kurz der Meinung sein, es hat einen nach Bayern verschlagen. Denn man wird hier mit ziemlich zünftig bayerischer Musik aus der Schaumbergalm beschallt. Es ist, wie vieles im Leben, Geschmackssache, ob es gerade dies hier oben gebraucht hat. Was allerdings unbestritten schön ist, der Catwalk, der direkt an den Gastronomiebetrieb angebaut ist. Er bietet sich für all diejenigen an, die nicht auf den Turm hinauf wollen oder können, damit sie eine prima Aussicht auf die unter einem liegende Umgebung haben. Diesen Aussichtssteg kann man völlig barrierefrei erreichen, was übrigens auch für den Turm und die dort befindliche Aussichtsplattform gilt. Im Inneren fährt ein Aufzug bis ganz nach oben, von dort ist die Aussicht noch atemberaubender. Diese Aussicht und die damit verbundene hervorragende strategische Lage des Schaumbergs wird seit vielen tausend Jahren genutzt. So kann man hier immer wieder Siedlungsspuren entdecken, die wie ein Streifzug durch die Geschichte der Jahrhunderte führen. Beginnend mit der Römerzeit bis ins 17. Jahrhundert standen Burganlagen hier auf dem Gipfel. Im 7. Jahrhundert wurde im Testament eines Adligen aus Verdun ein Kastell vererbt. Es spricht vieles dafür, dass damit eine befestigte Anlage auf dem Schaumberg gemeint war. Wenn dem so ist, dann handelt es sich um eine der frühest erwähnten Burganlagen auf deutschem Boden. Selbst heutzutage erkennt man auf dem Gipfel rund 4 Meter hohe Erdwälle, deren genaues Alter bislang nicht genau bestimmt werden kann. Im Mittelalter, insbesondere seit dem 14. Jahrhundert, war der Schaumberg und seine dort befindliche Burg der nordöstlichste Vorposten des Herzogtums Lothringen. Seit dem 19. Jahrhundert begann man hier auch mit der Errichtung von Türmen. Im Juni 1914 wurde der Grundstein zum Bau des Kaiser-Wilhelm-Turmes gelegt. Durch den Ersten Weltkrieg wurden die Bauarbeiten jedoch gestoppt und später nie vollendet. Es blieb bei einer rund 5 Meter hohen Bauruine. An den Füßen des Schaumberges liegt die Gemeinde Tholey, deren Abtei aus dem Ortskern optisch klar heraussticht. Zum Schutze dieser Abtei wurde vermutlich die bereits erwähnte Burg im 7. Jahrhundert errichtet. Wie für dieses Gebiet typisch, gab es immer wieder wechselnde Herrschaftsverhältnisse zwischen den Adelshäusern, aber auch zwischen den deutschen und französischen Nationen. Seit 1957 gehört das Saarland und damit auch die Gemeinde Tholey zur Bundesrepublik Deutschland. Kein Wunder, dass gerade dieser Ort als deutsch-französische Begegnungsstätte auserkoren wurde. Auf der Aussichtsplattform des Schaumbergturms sind mehrere Ferngläser aufgestellt, durch die man ganz individuell seinen Blick in die Ferne schweifen lassen kann. Immer wieder sind Hinweistafeln aufgestellt, die dem Besucher helfen, sich geografisch zu orientieren. Um das Plateau des Schaumbergs führt der Herzweg, ein rund 3 Kilometer langer Wanderweg. Dieser Weg ist barrierefrei, sodass man ihn ganz entspannt entlang gehen kann. Ein Besuch dieser saarländischen Sehenswürdigkeit lohnt sich also auf jeden Fall.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.